Ruinen der Burg Altwülflingen erheben sich auf einem markanten Hügel über der Töss bei Winterthur-Wülflingen im Kanton Zürich. Ihre Anfänge erscheinen ziemlich geheimnisvoll. Wann die Wehranlage genau erbaut wurde, ist nicht bekannt. Ursprünglich stand an jener Stelle vermutlich eine Fluchtburg, welche später ausgebaut wurde. Von hier aus soll eine Grafenfamilie jahrhundertelang über Wülflingen, Embrach und Buch am Irchel geherrscht haben. Die Ortschaft Wülflingen selbst ist eine alemannische Gründung. Erstmals taucht ein Dorf diesen Namens im Jahr 897 als Wulflinga in den Schriften auf. Spätestens ab dem 10. Jahrhundert sollen hier die besagten Grafen ihren Sitz gehabt haben. Aus dieser Familie ist nur Willebirg von Wülflingen bekannt. Diese lebte in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts und war mit Graf Liuthold von Mömpelgard verheiratet. Ihrem Sohn Hunfried, auch Umfredus genannt, war eine steile kirchliche Karriere beschieden. Er wurde 1046 zum Erzbischof von Ravenna ernannt. Doch beziehen sich diese Erwähnungen wirklich auf den heutigen Ortsteil von Winterthur? Über die Anfänge streiten sich die Gelehrten. Urkundlich wissen wir sehr wenig über die Anlage. Wülflingen selber taucht zwar sehr früh in den Quellen auf, aber das meiste, das wir wissen, das stammt aus Klosterchroniken, die Wülflingen in Verbindung setzen mit einer württembergischen Familie von Achalm, eine Adelsfamilie, die angeblich über Heirat Wülflingen erhalten hatte und hier dann auch im Zusammenhang mit der Reichspolitik operiert hatten. Das ist eine Aussage, die letztlich eher spekulativ ist. Da wissen wir einfach zu wenig, weil die Familie Achalm taucht sonst überhaupt nicht in dieser Region auf. Und die Frage ist immer, ob es nicht andere Burganlagen mit dem Namen Wülflingen oder Wilflingen gibt, wäre durchaus auch denkbar. Und tatsächlich gibt es in Baden-Württemberg gleich 3 Ortschaften mit dem Namen Wilflingen. Und diese sind, was die Distanz betrifft, der Burg Achalm, dem Stammsitz der Familie, bedeutend näher. Deshalb ist die Frühgeschichte der Burg mit Vorsicht zu genießen. Die Herrschaft Wülflingen soll durch die Heirat der örtlichen Grafentochter Adelheid mit Graf Rudolf von Achalm in den Besitz jener mächtigen Familie gelangt sein. Das Paar hatte 3 Söhne, von welchen Kuno schließlich die Burg Altwülflingen bewohnte. Doch gibt es handfeste Beweise für die Anwesenheit einer Grafenfamilie? Die Größe der Anlage und auch die Qualität des Mauerwerks weisen eigentlich darauf hin, dass wir hier eine besondere, ältere, hochadlige Burganlage antreffen. Das können wir auch aus dem Rückwärtsgang sozusagen erschließen, weil zur Burg das Blutgericht, also das hohe Gericht, das Recht, Leute auch hinzurichten, gehörte. Das ist weniger üblich, das ist eher ein Zeichen, dass wir hier also eine Hochadelsanlage hatten. War die Burg vielleicht doch im Besitz derer von Achalm? In diesem Fall hielt Graf Kuno, welcher sich nun von Wülflingen nannte, in den Jahren 1055 und 1056 auf kaiserlichen Befehl hin den Regensburger Bischof Gebhard III. Auf Altwülflingen gefangen.
1089 stiftet er zusammen mit seinem Bruder Liuthold von Achalm das Kloster Zwiefalten. Unter anderem beschenkten sie dieses mit Altwülflingen. Allerdings verzichtete das Kloster nach Kunos Tod im Jahr 1092 auf die Burg. Aus welchem Grund bleibt unklar. 1098 ging die Anlage durch Erbschaft an die Grafen von Horburg im Oberelsass, dann an die Kyburger, welche den heute noch erhaltenen Bergfried erbaut haben sollen. Dieser hat einen quadratischen Grundriss von 7,3 x 7,3 Metern und verfügt über bis zu 2,25 Meter dicke Mauern. Alle anderen Gebäude, die um den Turm angebaut waren, sind verschwunden. Wir wissen aber von Bilddokumenten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, dass es ein Wohngebäude gab, das seitlich angebaut war. Der Turm ist zu klein, zu eng, um wirklich bewohnt werden zu können. Also man hatte außen herum verschiedene Wohngebäude. Die Fläche ist ja relativ groß. Es gibt aber keine Ausgrabungen auf dem Areal, die hier wirklich Aufschluss geben könnten, was genau wie genutzt worden ist. Aber sicher ist, es ist eine große Burganlage gewesen. Dazu gehörte auch ein Schlosshof an der Dös unten. Man muss davon ausgehen, dass es ein Bauernhof, vielleicht Pferdestallungen, andere Dinge dann außerhalb des engeren Burgareals anzutreffen waren. Umfassende archäologische Untersuchungen fanden bisher nicht statt. Lediglich im Rahmen von Sanierungen konnten im und um den Turm herum bauarchäologische Untersuchungen vorgenommen werden. Es existieren unterschiedliche Grundrisse der Burg, auf welchen mögliche Gebäude auf dem Areal eingezeichnet sind. Auf manchen ist auch der Standort eines Sodbrunnens ersichtlich, welcher im aktuellen Grundriss verschwunden ist. Auf alten Zeichnungen kann man außerdem den mutmaßlichen Ist-Zustand in den jeweiligen Zeiten sehen. Es existiert sogar ein historischer Rekonstruktionsversuch, der eine Idee vermittelt, wie die Burg einst ausgesehen haben könnte. Mutmaßungen über Mutmaßungen. Doch zu welchem Zeitpunkt wird die Geschichte von Altwülflingen wirklich greifbar? Wirklich festeren Boden erhalten wir im 13. Jahrhundert, weil wir nämlich erfahren, dass die Habsburger die Kirche Wülflingen, tatsächlich Wülflingen bei Winterthur, besitzen. Das ist die Zeit der Grafen von Kyburg und es könnte also ein Hinweis sein, dass die Habsburger auch die Burg Altwülflingen zusammen mit der Kirche besessen haben und tatsächlich ist dann Altwülflingen später als habsburgisches Lehen auch dokumentiert. Altwülflingen ging 1315 samt Güter an die Herren von Seen. Diese leisteten den Habsburgern wichtige Kriegsdienste und wurden von ihnen folglich mit reichem Lehen bedacht. Die neuen Herren über die Burg ließen die Anlage in der Folge baulich wieder in Schuss bringen. 1376 verpfändeten ihnen die Habsburger die Burg schließlich aus Geldnot und lösten das Pfand nie wieder ein. Hartmann von Seen fiel 1386 in der Schlacht bei Sempach. Sein Sohn kam 1405 in der Schlacht am Stoß zu Tode. Nun erbte Ulrich VIII. Von Landenberg-Greifensee die Burg und bewohnte diese auch. Im Staatsarchiv des Kantons Zürich stoßen wir auf eine Urkunde
von 1442, welche das Siegel von König Friedrich III. Trägt. In dieser bestätigt er den Kindern des verstorbenen Burgherrn von Wülflingen das Recht der Blutgerichtsbarkeit. Da die Kinder noch unmündig sind, wird das Recht durch einen Vogt vertreten. Ende des 15. Jahrhunderts begann der Niedergang von Altwülflingen. Ihr damaliger Besitzer, Konrad von Rümlang, lebte über seine Verhältnisse und war immer wieder in Konflikte verstrickt. Auch bei seinem Sohn Hans Konrad war dies der Fall. Im Umfeld der Reformation erlebt Wülflingen eine Zäsur. Die Herren von Rümlang, die über 3 Generationen auf Wülflingen gelebt haben, die verschwinden buchstäblich im Nichts, weil der letzte Schlossherr sich massiv verschuldet hatte und dabei die nicht ganz kluge Idee hatte, Urkunden zu fälschen, Siegel zu fälschen. Das brachte ihm dann einen Prozess ein in der Stadt Zürich und sogar eine Verurteilung, eine Hinrichtung. Also er musste eigentlich seine Fälschungen mit dem Tod bezahlen. So geschah es im Oktober 1529. Bereits ein Jahr vorher hatte Hans Steiner die Burg von der Gemeinde Wülflingen erworben. Er und seine Nachkommen residierten nun für mehrere Jahrzehnte auf Altwülflingen. Knapp 70 Jahre später suchte die Pest die Gegend heim. Der schwarze Tod machte auch vor den Burgmauern nicht Halt, und so fiel ihm auch der Großteil der Bewohner von Altwülflingen zum Opfer. Unter ihnen auch der Burgherr Sebastian Steiner. 1635 erwarben die Zürcher Familien Escher und Mais die Anlage. Da sie ihnen als Wohnsitz nicht mehr genügte, ließen sie 1645 das neue Schloss Wülflingen im Dorf erbauen. Dazu verwendeten sie Material der alten abgelegenen Burg. Der Bergfried blieb jedoch vom Abriss verschont. Die Burg wurde aber weiterhin verwendet als Ort der Rechtsprechung. Man hatte ein Gefängnis im Turm, man hatte eine Folterkammer im Turm. Es gibt Protokolle, die darauf hinweisen, dass also bis ins 18. Jahrhundert im Turm selber Recht gesprochen wurde. Ein äußerst düsteres Kapitel in der Geschichte von Wülflingen. In diesen Protokollen, die 1676 beginnen, ist vermerkt, wer zu welcher Zeit im Turm inhaftiert war. Zudem sind auch die Folterungen, welche auf Altwülflingen geschahen, enthalten. Bis 1760 diente der Turm noch als Gefängnis. Danach überließ man ihn dem Zerfall. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts begann man sich wieder für die alte Burg zu interessieren und führte ein erstes Mal Sanierungen auf dem Areal durch. Weitere folgten in den 30er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Bei letzteren wurde der Turm wieder über den alten Hocheingang und eine Innentreppe zugänglich gemacht. Altwülflingen diente nun als Ausflugsziel und Aussichtspunkt. Wegen akuter Baufälligkeit musste die Burgruine 2013 gesperrt werden. Die umfassenden Sanierungsarbeiten dauerten bis ins Jahr 2018. Heute kann man die Ruine wieder aufsuchen und vom Turm aus die Aussicht auf die Umgebung genießen.